Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we talked about allélón Gestern haben wir über allélón gesprochen and how the world gets more and more selfish and self-focused. und darüber, wie die Welt immer egoistischer und selbstbezogener wird. This is when this scripture will become more and more important. Da wird diese Schriftstelle immer wichtiger. Love toward one another. Liebt einander. You know what I've discovered in my life? Weißt du, was ich in meinem Leben entdeckt habe? That selfishness makes miserable. Egoismus macht unglücklich. I've never yet met a happy, selfish person. Ich habe noch nie einen glücklichen, egoistischen Menschen getroffen. Somehow it is the lie. I don't know if it's the lie of the devil or the lie of our own nature. Irgendwie ist es die Lüge. Ich weiß nicht, ob es die Lüge des Teufels oder die Lüge unserer eigenen Natur ist. That we will find happiness in selfishness. Dass wir in der Selbstsucht unser Glück finden. Look where this world is going with its selfishness. Schau doch mal, wohin diese Welt sich mit ihrem Egoismus bewegt. I was told recently that there have never been so many mental diseases as there are today. Kürzlich wurde mir gesagt, dass es noch nie so viele psychische Krankheiten gegeben hat wie heute. I was told that there have been never so many depressions as today. Mir wurde gesagt, dass es noch nie so viele Depressionen gegeben hat wie heute. The more we focus on ourselves, the more miserable we seem to get. Je mehr wir uns auf uns selbst konzentrieren, desto unglücklicher scheinen wir zu werden. I've met many people Ich habe viele Menschen kennengelernt, who selflessly love one another, die einander selbstlos lieben and they have such a satisfying life. und ein so erfülltes Leben haben. And Jesus modeled this to us. Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus lived such a selfless life. Jesus lebte so ein selbstloses Leben. He cared for one another. Er kümmerte sich um andere. And this is why the Bible is teaching us to also have this love towards one another. Deshalb lehrt uns die Bibel, dass auch wir diese Liebe füreinander haben sollen. The word allélón excludes to choose the ones you like to love. Das Wort allélón schließt es aus, dass man sich diejenigen aussucht, die man lieben möchte. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant, That the world likes those who are liked. dass die Welt diejenigen mag, die gemocht werden? But isn't that the same true in the church so often? Verhält es sich in der Gemeinde nicht oft genauso? We have our little groups in the church. Wir haben unsere kleinen Gruppen in der Gemeinde. The people we enjoy hanging out with. Die Leute, mit denen wir gerne Zeit verbringen. The ones who do us good. Diejenigen, die uns gut tun. Instead of loving to the ones that we can do good. Anstatt diejenigen zu lieben, denen wir Gutes tun können. And Jesus himself said, Jesus selbst sagt, if you love those who love you, you're just like the world, just like the sinners. wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben, seid ihr genauso wie die Welt, genauso wie die Sünder. I did some extensive study on the early church, Ich habe mich ausgiebig mit der Urgemeinde beschäftigt, especially the first 100 years of the church. besonders mit den ersten 100 Jahren der Gemeinde. In the very beginning, Ganz am Anfang the church was known for two things. war die Gemeinde für zwei Dinge bekannt. For its financial generosity towards one another, Für ihre finanzielle Großzügigkeit untereinander and for its extravagant love towards one another. und für ihre außerordentliche Liebe füreinander. And this is the church that will shine bright in these last days. Genau das ist die Gemeinde, die in den letzten Tagen hell leuchten wird. Church that has learned that one another is the key to true happiness. Eine Gemeinde, die gelernt hat, dass einander der Schlüssel zum wahren Glück ist. You remember when I talked from Ephesians chapter 3? Erinnerst du dich, als ich über Epheser Kapitel 3 gesprochen habe, That in my understanding, the greatest sign of Christian maturity dass nach meinem Verständnis das größte Zeichen christlicher Reife darin besteht, is to receive the love of God as much as you can and give it away for free. so viel wie möglich von der Liebe Gottes zu empfangen und sie kostenlos weiterzugeben. I love to think that the church will be a church that lives allélón again. Ich liebe den Gedanken, dass die Gemeinde wieder eine Gemeinde sein wird, die allélón lebt. The Bible doesn't say, and I think that's so beautiful, Die Bibel sagt nicht, und das finde ich so schön,
The Bible doesn't say that you should always demonstrate gentleness and generous love. Die Bibel sagt nicht, dass man immer Freundlichkeit und großzügige Liebe zeigen soll. Period. Punkt. It says toward one another. Sie sagt untereinander. Because there are people to whom it's very easy for me to share this generous love. Es gibt Menschen, bei denen es mir sehr leicht fällt, diese großzügige Liebe zu zeigen. It's not very hard for me to be demonstrating gentleness and generous love towards Daniel. Es fällt mir nicht schwer, Daniel gegenüber Freundlichkeit und großzügige Liebe zu zeigen. Or towards Debbie. Oder Debbie gegenüber. Or towards other people that are very close to my heart. Oder anderen Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. But this is not what Paul teaches. Doch das lehrt Paulus nicht. Paul teaches one another. Paulus lehrt einander. And then he adds this confronting statement. Dann fügt er diese konfrontierende Aussage hinzu. Paul, why did you do this? Paulus, warum machst du das? Look what he says after the word allélón, after one another. Schau, was er nach dem Wort allélón, nach dem Wort einander sagt. He says especially. Er sagt besonders. So there are people who you're supposed to love especially. Es gibt also Menschen, die du besonders lieben sollst. Do you know that there are people you're supposed to love more than others, it seems to say? Wusstest du, dass es Menschen gibt, die du mehr lieben sollst als andere? So scheint es zu heißen. Especially your pastors. Vor allem deine Pastoren. Especially your leaders. Vor allem deine Leiter. Especially your boss who pays your salary. Vor allem deinen Chef, der dein Gehalt bezahlt. Especially your father and mother whom you must always honor. Vor allem deinen Vater und deine Mutter, die du immer ehren musst. Especially your wife who offers you sex every time you want it. Besonders deine Frau, die dir jedes Mal Sex anbietet, wenn du es willst. Is this what Paul teaches? Ist es das, was Paulus lehrt? No. Nein. Look what he says. Schau, was er sagt. Especially towards those who may try your patience. Besonders denen gegenüber, die eure Geduld auf die Probe stellen. I think that's beautiful. Ich finde das sehr schön. According to the teaching of Paul here in the Passion Translation, Nach der Lehre des Paulus hier in der Passion-Übersetzung you have to love absolutely everybody very radically. sollst du absolut jeden Menschen radikal lieben. But there is somebody who you've got to love especially. Doch hier ist jemand, den du besonders lieben sollst. The people who constantly get on your nerves. Die Menschen, die dir ständig auf die Nerven gehen. Those who always try your patience. Diejenigen, die deine Geduld ständig auf die Probe stellen. Those you need to love especially. Die musst du besonders lieben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.